Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch die Unterschiede der Coros Apex Pro bzw. der Coros Pace 2 zeigen, beziehungsweise ich möchte hier eigentlich kein klassisches Versus-Video machen, sondern ich möchte euch zeigen, wieso ihr, wenn ihr euch eine günstigere Coros Pace 2 kauft, doch nicht auf vieles verzichten müsst, sondern doch tatsächlich viel im Paket enthalten ist und warum ich Coros an dieser Stelle doch wirklich gut finde. Viel Spaß! Ja, da haben wir schon mal beide Uhren hier liegen. Wir sehen einmal hier die Coros Apex Pro für 499 Euro und wir sehen einmal die Pace 2 für etwa 199 Euro Liste. Wie gesagt, da gibt es aber oft auch mal Angebote. Natürlich unterscheiden sich die Uhren anhand des Preises auch schon mal deutlich von der Verarbeitung. Das heißt, hier wird auch tatsächlich ein Titaniumgehäuse verbaut. Wir haben hier ein Saphirglas vorne an der Front. Bei der Coros Pace 2 ist es natürlich schon so, dass es fühlt sich mehr so plastikmäßig an. Also es ist nicht schlecht verarbeitet, aber man merkt einfach, wenn man jetzt beide Uhren im Vergleich hat, dass hier natürlich viel mehr Wertigkeit da ist. Und auch hier ist so eine Art Gorilla-ähnliches Glas verbaut. Das heißt, auch hier empfiehlt sich eventuell einen Displayschutz drauf zu machen. Auch hier haben wir 3 Bedienelemente, das heißt hier die mittlere die Krone und dann links und rechts 2 Druckknöpfe. Zudem haben wir hier noch ein Touch-Display verbaut. Bei der Coros Pace 2 haben wir nur tatsächlich 2 Bedienelemente, aber wir sehen das auch schon hier. Wir haben hier einmal die Krone trotzdem, also die Krone ist erhalten geblieben. Wir haben hier nur einen Druckknopf weniger. Ja, dann kommen wir aber auch schon mal zum Inhalt der Uhr. Wie gesagt, das Ganze ist hier mit Titanium verarbeitet. Wenn wir jetzt aber noch hineingehen, gibt es noch einen wesentlichen Unterschied und das ist hier der Pulsoximeter. Also wir haben hier auch eine Möglichkeit, den Blutsauerstoff zu messen. Das kann ich mit der Pace 2 nicht. Da ist natürlich aber auch die Frage, brauche ich das Ganze? Ansonsten, wenn wir jetzt im Menü hineingehen, gibt es eigentlich kaum Unterschiede. Wir sehen auch hier zum Beispiel die Kamerasteuerung, die neu mit dem Update hinzugekommen ist. Ihr könnt zum Beispiel eine GoPro hier mit der Uhr steuern, ist in beiden Uhren enthalten. Ihr könnt bei beiden Uhren auch einen Ultramax-Modus einstellen, um hier die maximale Akkulaufzeit herauszuholen. Der einzige Unterschied, den wir in der Einstellung sehen, ist tatsächlich hier schon mal der mit der Karte. Wir haben hier bei der Coros Apex Pro die Möglichkeit, eine Navigation durchzuführen. Das bedeutet, die Pace 2 bietet die Möglichkeit nicht an. Also ihr könnt euch entsprechend nicht auf der Route navigieren lassen, beziehungsweise sind auch keine Karten hinterlegt. Wenn ich jetzt hier mal in Karten hineingehe, sehe ich auch, dass ich hier entsprechend Karten hinterlegt habe, die ich dann entsprechend für die Touren beziehungsweise fürs Navigieren nutzen kann. Ich habe das Ganze auch mal im Video gemacht. Ihr könnt euch mal anschauen, wie das Ganze mit der Apex Pro in der Navigation funktioniert. Das heißt also, wir haben jetzt hier schon mal softwaretechnisch den Unterschied, dass hier Navigation möglich ist, auf dieser Uhr nicht. Was zudem beide Uhren bieten, ist ein ANT Plus und eine Bluetooth-Anbindung. Das bedeutet, ihr könnt auf beiden Uhren sowohl Herzfrequenzsensor mit ANT Plus nutzen, ihr könnt auf beiden Uhren zum Beispiel den Stride Foodpod nutzen. Also ihr seid überhaupt nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt, weil ihr euch jetzt hier für das kostengünstige Modell entscheidet. Im Gegenteil, ihr bekommt hier vollen Support auf beiden Uhren. Wenn wir jetzt einmal hier durch die Aktivitäten-Widgets durchgehen, sehen wir auch hier, wir haben hier bei der Coros Pace 2 einmal das Laufen, Indoor-Laufen, Bahntraining, Radfahren. Das heißt also, alles Gängige ist hier vorbei. Was ich hier sehr, sehr positiv finde, ist hier auch mal Flatwater, falls es jemand macht, ist Tatsache, dass ich mit dieser günstigsten Uhr tatsächlich auch einen Triathlon machen kann. Das bedeutet, ich müsste mir hier zum Beispiel bei Garmin für etwas teure Geld für eine Forerunner 745 zulegen, damit ich dieses Feature überhaupt bekomme. Und ich bekomme das hier schon mit dem Einstiegsmodell von 180 Euro. Und bei der Akkulaufzeit kann man bei der Uhr auch nichts sagen. Im Ultra Max Modus, also was ich jetzt gezeigt habe, ganz am Anfang, sind es 60 Stunden. Bei Standard Full GPS, also das heißt hier volle Satellitenstärke, da könnt ihr 30 Stunden aufzeichnen und im Daily Use, also hier im täglichen Gebrauch, kommt ihr auf 20 Tage. Im Vergleich zur Coros Apex Pro, hier habe ich dann 10 Tage mehr, hier komme ich auf 30 Tage Daily Use und ich komme hier auch auf 10 Stunden mehr Standard GPS aufzeichnen, beziehungsweise dann im Ultramax dann auf 100 Stunden. Dann bekomme ich hier auch die Möglichkeit, Trainingspläne zu nutzen und da muss ich auch sagen, der neue Trainingshub, der jetzt hier von Coros vorgestellt worden ist, beziehungsweise in die Beta-Phase gegangen ist, beziehungsweise bald kommt, wird auch entsprechend mit der Pace 2 unterstützt. Das heißt, ihr könnt hier im vollen Umfang das ganze Trainingshub nutzen. Es gibt überhaupt keine Einschränkung, nur weil ihr euch jetzt hier für das etwas kostengünstige Modell entscheidet. Wenn wir uns das Ganze noch bei der Coros Apex Pro anschauen und wenn wir hier in die Aktivitäten hineingehen, sehen wir hier, wir haben hier dann nochmal die ganzen Sachen ebenfalls. Es gibt hier dann nochmal einen Punkt, der heißt mehr und hier sind nochmal ein paar mehr Aktivitäten, wie zum Beispiel Bergsteigen extra eingeführt, beziehungsweise ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier Wildwasser zu nutzen oder Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Skitouren. Das ist natürlich entsprechend hier bei der Pace 2 nicht enthalten. Wenn wir uns aber mal die ganzen Laufeffizienzwerte anschauen, also man kann hier oben durch die Menüs durchgehen, also wir sehen einmal hier, haben wir beide entsprechend die
Nachrichtenfunktion. Dann haben beide hier die Sonnenaufgangfunktion. Beide haben dann auch die Temperatur. Also eigentlich hat, was ich jetzt euch zeigen will, ein barometrischer Höhenmesser verbaut. Das bedeutet, ihr könnt dann entsprechend auch Höhen messen. Das ist aber nicht bei jeder Uhr in dieser Preisklasse selbstverständlich. Dann sehen wir auch immer die Herzfrequenzsensoren. Und dann kommen wir auch schon zum Fitnessbereich. Wir sehen es hier bei der Coros Pace 2. Ich habe jetzt hier die Uhr nicht den ganzen Tag angehabt, die Coros Apex Pro schon. Ihr müsst euch auch, wenn ihr jetzt 2 Uhren haben solltet, auch eine der Uhren als Fitness-Tracker entscheiden, beziehungsweise da wird dann entsprechend Schlaftracking auch durchgeführt. Auch diese Uhr übrigens unterstützt Schlaftracking, also Pace 2 hat auch ebenfalls Schlaftracking. Und so habt ihr dann hier natürlich, jetzt seht ihr Unterschiede, aber im Endeffekt funktionieren die Uhren hier, was den Fitnessbereich angeht, gleich. Dann bekommen wir noch eine Übersicht unseres Trainingszustandes und es ist dann entsprechend auch synchronisiert. Das heißt also, wir haben hier die gleichen Werte. Ich bekomme dann eine Anzeige, wie erschöpft ich bin. Also dann sieht man hier einfach, dass ich zum Beispiel noch was trainieren kann und nicht maximal erschöpft bin. Dann bekommen wir auch die Laufeffizienzwerte des letzten Laufes angezeigt. Dann gibt es hier auf der App auch nochmal einen kleinen Unterschied, und zwar ist meine Route. Bei der Apex Pro sehen wir dann entsprechend, dass hier meine Route noch vorhanden ist. Das haben wir da bei der Pace 2 nicht, das habe ich ja schon angesprochen, weil keine Navigation vorhanden ist. Aber ansonsten kann ich hier meine Trainings zum Beispiel einstellen, ist gleich mein Trainingsplan. Ich kann die Displays einstellen, also wenn wir jetzt hier in die Pace 2 hineingehen, kann ich trotzdem auch hier meine Displays einstellen. Wir sehen auch hier zum Beispiel Laufleistung ist ebenfalls enthalten. Das bedeutet, sowohl die Pace 2 als auch die Apex Pro können Laufleistungswerte messen und das finde ich auch wieder sehr positiv. Einen kleinen Unterschied gibt es aber dann doch noch. Wir haben jetzt hier zwar die gleichen Zifferblätter drauf, aber es gibt hier und da so ein, zwei Zifferblätter, die ich zumindest beim Durchsehen nicht auf der Pace 2 gefunden habe, beziehungsweise umgekehrt auf der Apex Pro. Wir haben zum Beispiel hier bei der Pace 2, wenn wir hier auf die Zifferblätter gehen, sehen wir jetzt hier das Weihnachtszifferblatt ist entsprechend ausgewählt und das sind alles von Coros zur Verfügung gestellte Zifferblätter. Da haben wir hier zum Beispiel auch dieses spezielle Zifferblatt, was hier auch in der Werbung genutzt wird mit diesem Rot-Grün. Das gibt es zum Beispiel hier bei der Apex Pro aktuell noch nicht. Aber trotzdem haben wir bei der Pace 2 doch eine große Auswahl an Zifferblättern. Ihr müsst dazu wissen, Zifferblätter gibt es nur von Coros selber, die können wir jetzt nicht selber gestalten, aber hier wird immer sukzessive nachgeliefert. Wie ihr seht, es gibt ja echt wirklich eine große Auswahl. Zur Vollständigkeit werde ich jetzt nochmal einmal durch die Zifferblätter der Apex Pro durchgehen. Da gucken wir auch mal kurz hinein und da sehen wir auch hier ist wirklich eine riesen Vielzahl, vieles gleich, was wir jetzt gesehen haben. Aber wir werden auch gleich sehen, das entsprechende genannte Zifferblatt zum Beispiel ist nicht da. Und hier gibt es hier noch ein, zwei Zifferblätter mehr, die ich jetzt auf der Pace 2 nicht zur Verfügung habe. Alles in allem finde ich aber die Coros Pace 2 wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Einsteigeruhr. Wie gesagt, es ist Leistungsmessung da, es gibt kaum Einschränkungen, was zumindest den sportlichen Teil angeht. Es gibt wirklich eine große Vielzahl von Sportaktivitäten, die unterstützt werden. Also ich sage mal, alles Gängige wird unterstützt. Bei der Apex Pro ist natürlich so, dadurch, dass die hier deutlich robuster verarbeitet ist, hält die natürlich auch mal mehr aus. Das heißt also, wenn man mal unterwegs ist und irgendwo hängen bleibt, dann trägt die Uhr jetzt nicht so wirklich einen Schaden davon. Das ist natürlich die Uhr ein bisschen anfälliger. Jetzt natürlich entscheiden auch, was für euch für einen täglichen Tragekomfort entscheidend ist, ob ihr lieber so eine leichte, kleine Uhr haben möchtet oder doch etwas, klobiger ist es vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, aber etwas robustere Uhr haben möchtet. Da müsst ihr euch individuell entscheiden, wie das für euren Bedarf ist. Was ich aber zeigen wollte, ist, dass die Softwareunterstützung, was die Pace Pro angeht, doch sehr weit ist, beziehungsweise sehr groß und ihr die Uhr im vollen Umfang nutzen könnt, ohne große Einschränkungen, weil ihr jetzt ein Einsteigermodell habt. Es gibt wirklich tatsächlich nur Einschränkungen in der Verarbeitung und zum Beispiel einen Sensor oder auch bei der Routenführung, aber das sind für mich Upgrades, die okay sind, weil viele brauchen das gar nicht, viele müssen keine Navigation nutzen oder wollen keine nutzen, viele nutzen auch den Pulsoximeter nicht. Ich halte das Ganze für ein bisschen Spielerei für Leute, die zumindest wie ich nicht in den Bergen unterwegs sind. Von daher finde ich es einfach gut, dass wir hier mit der Pace 2 doch eine wirklich sehr gute Alternative haben. Ich werde die Uhr hier noch testen und auch einen Test dazu machen, beziehungsweise der Coros Apex Pro wird auch noch ein Test kommen. Der wird jetzt die Tage geschnitten bzw. aufgenommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier auf meinem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt vor allem gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.